Arbeit kann zur Selbstverwirklichung beitragen, Arbeit kann aber auch Körper und Seele schaden. Rückenbeschwerden nehmen ständig zu. Fast jeder Mensch lernt im Laufe seines Lebens diesen Schmerz kennen. Mehr als die Hälfte der von der eidgenössischen Invalidenversicherung vorgenommenen Abklärungen einer Invalidität betreffen Rückenschäden. Es scheint dies der Preis für einen höheren Arbeitsrhythmus und eine vermehrte Arbeitsteilung zu sein. Die Tatsache, dass Maschinen zunehmend schwere körperliche Arbeit abnehmen, hat das Wissen um rückenschonendes Arbeiten vergessen lassen. Trotz Fitnesswelle lebt die Mehrheit der Mitteleuropäer neben ihrem Körper her. Bedingt durch die Kopflastigkeit vieler Menschen hört deren Körperbewusstsein meistens bei der Hüfte auf. Mit diesem Film wollen wir zu einer eigenen Körperfindung beitragen. Unser Anliegen ist es, zur Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen und dem Arbeitsplatz anzuregen. Es muss auch Aufgabe der Gewerkschaften sein, für die Gesundheit ihrer Mitglieder zu streiten. Dabei sollten Aktivitäten in dieser Richtung vom Betroffenen nachvollziehbar, für seine Tätigkeit umsetzbar und damit erlebbar werden. Die Wirbelsäule ist das tragende Element des Rumpfes. Zusammen mit Muskeln und Bändern ermöglicht sie den aufrechten Gang. Nur durch die gleichmäßige Beanspruchung von Muskulatur, Wirbelsäule und Bändern bleibt der Rücken schmerzfrei und funktionsfähig. Die Überlastung nur einer dieser drei Faktoren führt zur Beeinträchtigung der Funktion. Ein gefährdetes Glied dieser Kette sind die Bandscheiben. Die Entwicklung der Bandscheiben ist früh abgeschlossen. Von da an unterliegt sie einer, je nach Umständen, mehr oder weniger großen Abnutzung. Bandscheiben können sich nicht regenerieren. Dieser Film wendet sich an den Menschen, der Rückenschmerzen leidet, und an die Personen, die Beschwerden verhindern wollen. Er zeigt die Möglichkeiten der Ausführung von Tätigkeiten ohne Fehlbelastung des Rückens. Er geht von dem Prinzip der Erhaltung der natürlichen Krümmungen der Wirbelsäule aus. Diese werden möglichst bei jeder Beanspruchung aufrechterhalten. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei der Beckenstellung zu. Das Becken ist Dreh- und Angelpunkt des Rumpfes. Die praktische Ausführung dieses Prinzips kann anfangs Schwierigkeiten machen. Am besten geht es, wenn man sich jede Bewegung bewusst macht und deren Ablauf verfolgt. Nach einiger Zeit wird der Bewegungsablauf zum Automatismus. Kleinkinder können gut anschaulich machen, wie eine natürliche und ganzheitliche Haltung aussieht. Sie teilen ihren Körper nicht, wie die meisten Erwachsenen, in Unter- und Oberteil ein. Ihre Haltung geht von den Zehen bis zu den Haarspitzen. Kleinen Kindern ist bis zu dieser Zeit ihrer Entwicklung das Rückgrat noch nicht gekrümmt worden. Es lastet auch noch wenig auf ihren Schultern. Mit Sitzmöbeln sind sie wenig vertraut und folglich nicht durch Sitzgewohnheiten eingeschränkt und geschädigt. In der Haltung eines Menschen sind nicht nur äußere Erscheinungsformen erkennbar, vielmehr ist sie Ausdruck der Gemütsverfassung. Bei einer guten Haltung befindet sich der Körper im Gleichgewicht. Sie ist frei und entspannt, aber nicht schlaff. Bei längerem Stehen sind Lageveränderungen wichtig. Hier ist ein Teil des Körpergewichts an die Wand verlagert. Durch diese unterschiedliche Belastung der Beine kommt das Becken in eine günstige Stellung. Positionsänderungen lassen Muskelverspannungen weniger aufkommen. Wer von Haltung spricht, denkt meistens nur an gute oder schlechte Haltung im Stehen. Haltung ist aber jede Position, die der Körper einnimmt. Sie ist etwas Lebendiges und Persönliches. Durch die Funktion großer Muskelketten wird beim Gehen das Innere des Menschen besonders deutlich offenbar. Es wird daraus ersichtlich, dass eine Verbesserung der Haltung nicht nur von außen kommen kann. Bei dieser Art des Gehens ist es unmöglich, mit der Ferse abzurollen. Daraus resultiert eine dauernde Hohlkreuzstellung. Der Mensch sollte aufrecht und erhobenen Hauptes gehen. Somit strahlt er Selbstsicherheit aus.
Das häufige Hängenlassen in die Sitzmöbel verursacht eine Dehnung der Muskulatur der Lendenwirbelsäule mit gleichzeitiger Verspannung der Nacken-Schultermuskeln und bringt Druck auf die Bandscheiben und Zug auf die Wirbelkörpergelenke. Durch das Kippen des Beckens nach vorne ruht die Wirbelsäule auf dem Becken und die Muskulatur wird von Halterarbeit befreit. Zu empfehlen ist das Suchen einer persönlichen, mühelosen Position. Wenn Becken und Oberkörper etwas hin und her bewegt werden, kann eine entspannte Stellung gefunden werden. Wenn das Becken noch weiter nach vorne gekippt wird und die Unterarme auf die Unterschenkel aufgelegt werden, ist noch eine größere Entlastung zu erreichen. Eine weitere Entlastungsmöglichkeit. Der Gymnastikball kann als vollwertige Sitzgelegenheit eingesetzt werden. Der Fersensitz ist eine ursprüngliche und ideale Sitzhaltung. Die Millionen von Menschen im Nahen und Fernen Osten, die gewöhnt sind, am Boden zu sitzen, kennen kaum Rückenbeschwerden. Vor allem brüskes Bücken in dieser Weise kann schmerzauslösend sein. So erfolgt keine unnötige Bewegung des Rückens, die Wirbelsäule bleibt in ihrer natürlichen Stellung. Das gilt auch für das Aufheben von kleinen Gegenständen mit den Zehen. Eine willkommene Gelegenheit, die Fußmuskulatur zu trainieren. Voraussetzung dafür ist allerdings Barfüßigkeit. In dieser Arbeitsstellung kommen die vorderen Kanten der Lendenwirbel nah aufeinander. Die dazwischenliegenden Bandscheiben werden an ihrer Vorderseite komprimiert, dadurch schlecht durchblutet und sie können mit der Zeit einreißen. In dieser Art und Weise wird keine Muskelkette überdehnt. Bewegungen verlaufen selten über einzelne Muskeln, sondern über ganze Muskelketten. Es ist zu empfehlen, bei Arbeitsabläufen einmal zu probieren, diese Muskelketten ausfindig zu machen. Deutlich sichtbar ist hier die Überdehnung der Muskelkette, die vom Fuß über das Gesäß bis zum Nacken reicht. Die Belastung wird so auf viele Stützen verteilt und passt sich dauernd den Gegebenheiten an. Die leicht gebeugte Haltung im Kreuz bedingt eine statische Halterarbeit der Muskulatur. Bei statischer Muskelarbeit ist die Durchblutung der Muskeln schlechter als bei dynamischer. Durch Verlagerung des Gewichts der Bewegungsrichtung folgend ergibt sich eine dynamische Muskelarbeit. Diese erleichtert die Blutzirkulation, es entsteht ein Gleichgewicht zwischen Bedarf und Zufuhr. Hier ist eine schlechte Arbeitsanpassung des Menschen an die Arbeit zu sehen. Diese Arbeit verlangt Bewegung. Durch das Mitgehen mit dem Gerät wird der Arbeit gefolgt. Ergonomie heißt gegenseitige Arbeitsanpassung von Mensch, Arbeit und Arbeitsumwelt. Dieses abzustaubende Objekt lässt sich nur schwer verändern. In dieser Situation ist es einfacher, wenn sich hier der Mensch anpasst. Die Anpassung ergibt mehrere Arbeitspositionen. Die Art des Aufstehens ist den Vierbeinern abgeschaut. An sich wenig interessante Arbeit kann durch die Beschäftigung, wie die Arbeit am besten ausgeführt werden kann, etwas von ihrer Eintönigkeit verlieren. So kann die Anpassung an die Arbeit selbst zu einem Akt der Kreativität werden. Hier stimmt die Anpassung an den Menschen nicht. Ein Wechsel zur Anrichte schafft die erforderliche Arbeitshöhe. Ein erster Grundsatz zur Verhinderung unnötiger Belastung ist die Anpassung der Arbeitsbedingungen mit allem, was dazugehört, an den Arbeitenden. Diese hohe Sitzposition wirkt sich ungünstig auf die Brustwirbelsäule aus. Bei diesem Missverhältnis von Stuhl- und Tischhöhe wird die Nacken-Schultermuskulatur andauernd in Spannung gehalten. Für alle sitzenden, stehenden und beweglichen Tätigkeiten gibt es Richtwerte, die bei der Planung eines Arbeitsplatzes zur Anwendung kommen sollten. Die Art der Arbeit und die Körpermaße des Arbeitenden entscheiden, ob eine Änderung der Richtwerte nötig ist.
Eine 20 Kilo Last mit gestreckten Beinen hochgehoben belastet den 5. Lendenwirbel im ungünstigsten Fall mit 140 Kilo. Genauso machen es die Gewichtheber, anders wäre es auch nicht möglich, Lasten um die 200 Kilo zu heben. Dies ist die klassische Hexenschusssituation. Zur Belastung des Hebens kommt noch die gleichzeitige Drehung hinzu. Es empfiehlt sich, zuerst zu heben und dann zu drehen, aber mit den Füßen, nicht dem Rücken. Die Last sollte auch so abgesetzt werden, wie sie angehoben wurde. Einseitiges Tragen zieht den Oberkörper auf eine Seite, die Muskulatur der gedehnten Seite muss dagegen halten. So ist die Belastung verteilt. Ideal zum Tragen kleiner Lasten und zum Einkaufen ist der Rucksack. Es gibt keine langen Hebel. Die Arme bleiben frei und können beim Gehen mitschwingen. Der Stuhl wird zu tief und zu weit weg vom Oberkörper getragen. Lasten sollten am Oberkörper fixiert werden. Dadurch gibt es keine langen Hebel, der die Wirbelsäule vermehrt belasten würde. Dieser nicht richtig eingestellte Bürostuhl erschwert die Arbeit und fördert das Hängenlassen in den Stuhl. Ein Bürostuhl soll folgende Mindestanforderungen erfüllen: 4 bis 5 Stützen mit Rollen- oder Gleitköpfen, Sitzhöhe leicht und stufenlos verstellbar, Sitzfläche abgerundet, Rückenlehne höhen- und horizontal verstellbar. Die Füße sollen fest auf dem Boden stehen, die Beine gespreizt, so lässt sich das Becken besser nach vorne kippen. Die Rückenlehne soll nicht zu hoch an der Lendenwirbelsäule ansetzen, sodass das Becken in die richtige Stellung kommt und den ganzen Rücken entlasten kann. Darum muss die Rückenlehne weit genug nach vorne gestellt werden. Bei diesem Sitzmöbel ist der Fersensitz Vorbild. Durch die schräge Sitzfläche kommt das Becken in eine optimale Stellung. Wird die Brustwirbelsäule gekrümmt und muss dabei der Kopf hochgehalten werden, führt dies über kurz oder lang zu Nackenbeschwerden. Beim Schreiben sollte das Becken weit nach vorne gekippt werden, dann ruht die aufgerichtete Wirbelsäule auf dem Becken, der freie Arm stützt den Oberkörper ab. Große Bewegungsausschläge beim Arbeiten sind ungünstig. Die Körperdrehung lässt sich vermeiden, wenn die Rollen des Bürostuhls benutzt werden. Muss wie hier die Schultermuskulatur einen langen Arbeitstag lang die Arme hochhalten, haben die Muskeln wenig Gelegenheit, sich zu erholen. Es kommt im Laufe der Zeit zu einer dauernd erhöhten Spannung. Das sind die Voraussetzungen für die Bildung von Muskelknoten. Durch das Auflegen der Hand kann die Haltearbeit der Schultermuskulatur vermindert werden. Wenn das Gerät dazu nicht eingerichtet ist, hilft ein Stück Schaumstoff. Wichtig ist auch hier ein öfters vorzunehmender Wechsel der Arbeitsstellung, sonst wird das Handgelenk überdehnt. Statische Arbeit ist Kraftverschwendung. Wird so in dieser Haltung länger gearbeitet, kommt es dann vor, dass es beim Aufrichten schmerzt. Es sollte daran gedacht werden, dass gerade bei Gartenarbeit zwischendurch eine anders geartete Arbeit verrichtet wird oder öfters Pausen eingeschaltet werden. Oft tritt bei solchen Arbeitsstellungen ein Gefühl der Schwäche im Rücken auf. Für empfindliche Knie empfiehlt es sich, diese mit Schaumstoff oder Knieschützer, wie sie Plattenleger verwenden, zu polstern. Ein Sack oder andere weiche Unterlagen leisten auch gute Dienste. Nicht nur die Bandscheiben, sondern auch die kleinen Wirbelgelenke werden so belastet. Bei Werkzeugen muss geprüft werden, ob sie angepasst sind. So braucht ein kleiner Mensch einen kurzen Stiel, ein großer einen langen.
dieser Weise wird die Lendenwirbelsäule nicht belastet, sondern die Belastung wird auf mehrere Gelenke verteilt. Diese Unterlage ist zu weich, der Mensch sollte nicht darin versinken. Eine gute Matratze sollte so hart sein, dass nur die Teile des Körpers einsinken, die direkt aufliegen. Wichtig ist, dass die Matratzenunterlage nach unten nicht nachgibt. In dieser Lage wird die Nackenmuskulatur auf der linken Seite überdehnt. Ebenso mit dieser zu flachen Rolle. Mit dieser zu hohen Nackenrolle erfolgt die Dehnung auf der rechten Seite. Eine Nackenrolle muss individuell angepasst werden, sodass es keine Abweichung in der Wirbelsäulenlinie gibt. Sie wird am besten selbst aus Schaumgummi gefertigt. Das hochgehobene Bein gleicht die Rückenkrümmung aus. Das Problem beim Autofahren ist die nach hinten geneigte Sitzfläche des Sitzes, die ein genügendes Kippen des Beckens erschwert und das Aufrichten der Wirbelsäule behindert. Dazu kommt die statische Haltung. Stellungsänderungen sind kaum möglich. Für jene, die nicht unbedingt auf das Auto angewiesen sind, heißt die Alternative mit der Bahn fahren. Rücken und Wald werden es danken. Stundenlanges Fernsehen erhöht die Spannung der Nacken-Schultermuskulatur. Optische und akustische Reize beeinflussen direkt die Spannung dieser Muskeln. Vielfach wird aus Unlustgefühlen das Fernsehen eingeschaltet, mit der Erwartung, dass diese Gefühle verschwinden. Sie werden aber nur verdrängt. Besser ist es, Unlustgefühle auszuleben. Bewegliche Gelenke und eine kräftige und geschmeidige Muskulatur sind die beste Vorbeugung gegen Rückenbeschwerden. Ein paar Minuten Training täglich zeigen meist schon ein positives Ergebnis. Keine Bewegung darf jedoch wehtun. Es macht aber nichts, wenn es etwas zieht. Gut geeignet sind Übungen im Vierfüßlerstand. Spazierengehen hat eine lockernde Wirkung auf den Rücken. Dies bewirken vor allem die seitlichen Kippbewegungen des Beckens und das Pendeln der Arme. Bewegung im Wasser ist gleichermaßen als Vorbeugung und als Therapie von Rückenbeschwerden zu empfehlen. Durch den Auftrieb im Wasser wird der Körper leichter, die Gelenke werden dadurch entlastet. Das heißt, die Beweglichkeit wird größer. Das gilt es durch gezielte Übungen im Wasser auszunützen. Je größer das Bewegungsausmaß, desto weniger werden sich die Muskeln verhärten und die Gelenke werden besser durchblutet. Menschen mit Rückenschmerzen sollten das Brustschwimmen vermeiden, weil es dabei zu einem starken Hohlkreuz kommt. Für sie eignet sich besonders das Rückenschwimmen. Zur Behandlung von Rückenschmerzen können nur wenige Hinweise gegeben werden, die für alle Menschen von Vorteil sind. Die Vielfalt der Ursachen und Erscheinungsformen von Rückenbeschwerden verlangen eine differenzierte Behandlung. Eine einfache und sehr wirksame Maßnahme ist Ruhe und die Entlastungslagerung. Bei akuten Schmerzen hat sich die Behandlung mit Eis gut bewährt. Im schmerzenden Segment wird ein Stück Eis bewegt, so lange bis die Haut gefühllos ist. Meistens verschwinden die Schmerzen nach kurzer Zeit. Die Behandlung kann mehrmals am Tage wiederholt werden. Die Wirkung von aufgelegten Eisbeuteln ist nicht so gut, weil die Muskulatur dabei unterkühlt werden kann.